Nun starten wir Kapitel 3. Wenn du weißt, wer ich bin. Dann werden wir gleich mal weiterspielen in Manhattan. Ist es? You can close your mouth now, Gretchen. Mr. Walker is my new bodyguard. We met in Cairo. Hello. I need to go find a place to stay. I'd prefer to have you close by for now. I have a large apartment. There's a spare room. I don't find that hard to believe. So it's not just security when you're on an appraisal then. What kind of trouble are you expecting? Do you know a man named Amble Dexter? No. Have you ever been involved with a branch of the government that deals with history? Famous historic figures? Anything like that? No. You think the men who attacked us in Cairo were after you? But I was attacked first. Not because I helped you with your car. Doesn't seem likely, does it? You know, an antique dealer would be a great cover for a spy. I had that same thought about an itinerant ex-soldier. That reminds me of a joke. How many ex-soldiers does it take to change a light bulb? I'm sorry, sir, but that's classified information. What is that on your face? Your mail. Will Mr. Walker be going on payroll? I'll take care of it for now, thank you. Where are you from? Not Cairo. The Midwest, originally. And how did you two meet in Cairo then? I suppose you're trained. For security work? Did someone just come in? Thought I heard the bell. I didn't hear it. I have some things to take care of. Get my address from Gretchen. She can ring the bellman and ask him to let you in. Oh, the spare room is the one with the exercise equipment. Yes, sir. Ja, jetzt werden wir uns immer die Post anschauen. Now that I'm back in New York, I want to call my old mentor, Professor Reed. If anyone would know about strange theories of history, it would be him. Naja, dann werden wir sicher mal das anschauen. Was da alles aufleuchtet. Da mal. So, was haben wir da? Manhattan. Professor Reed aus Oxford anrufen. Er weiß vielleicht etwas über diese Theorie zur wiederkehrenden Persönlichkeit. Meine Post durchsehen und bei Gretchen melden. Gut. Da werden wir sehr mal gemütlich einmal die Post checken. The desk looks good and is functional, but it doesn't have a particularly interesting history. Ja, werden wir dann einmal Schreibtisch schon mit anklicken. Brief von... Aha. It's a letter from Mr. Barrosi. Maybe he's found some new information for me. Mr. Barrosi. Das kann man sich selber dann durchlesen. Wie gesagt, lieber Mr. Rektor, Sie hatten mich angeboten, Sie zu informieren, wenn ich noch etwas über Biancas Kardiole erfahre. Ich weiß nicht, ob das überhaupt von Interesse für Sie ist, aber ich weiß, dass Sie ein hervorragendes Auge für Details haben. In einem Artikel, der kurz vor Ihrem Tod erschien, wurde erwähnt, dass Sie an einem Benefizdiener teilnehmen sollte, bei dem Ihr US-Senator Stephen Markham Ihr Gast sein wird. Ein interessanter Zufall, nicht wahr? Geben Sie auf sich Acht, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Venedig. Giuseppe Barozzi, das ist der Ehemann übrigens. Aber gut, was haben wir da noch? Sekundenkleber? I don't have any use for the superglue at the moment. Ja, im Moment brauchst du keinen Sekundenkleber. Superglue. It's good for repairs. Na gut, das ist einmal der Brief. Computer check. I'd rather use my phone. Du
verwendest lieber dein Telefon. Na, sehr gut. Was haben wir da? Markham kennenlernen, mehr über Senator Markham in Erfahrung bringen. Er sollte Bianca Cardiola treffen. Gibt es da eine Verbindung? Was haben wir da? If Bianca had been a match for Livia Drusilla, her meeting with a man like Markham would have been auspicious. I need to learn more about Senator Markham. Preferably meet him in person. Das ist jetzt einmal, wie gesagt, das kann man sich durchlesen. Ja. Wie gesagt, das ist Senator Stephen Markham, Demokrat. Ja. Er verließ das Militär im Alter von 30 Jahren und 2011 im Alter von 33, sehr jung eigentlich, wurde er 33 Jahre zum Senator gewählt. Das kann man sich dann da durchlesen, wenn man will. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir den Professor Reed anrufen. Hello, this is Dr. Reed. Professor Reed, it's Malachi Rector. Malachi, what a pleasant surprise. How are you? I'm very well, thank you. I'm glad to hear it. Regretfully, I have a lecture in a few minutes. Did you have an antiquities question? In a manner of speaking, I've run across something curious. I was wondering if you've heard any theory in which people reoccur in history. You mean reincarnation? No, I don't think so. In most stories of reincarnation, a person believes they were someone in history, but their current life is completely different. I mean, someone's entire life pattern, their biography, if you will, reoccurring. There was a minor Greek philosopher named Parmenides who wrote that people and events repeated throughout history, like an echo bouncing around the walls of a canyon. But in terms of modern historical theory, I've not seen anything like that in academia. Interesting. Thank you, Professor. That's all I had. All the best, Malachi. Hope to speak to you again soon. Damn it. I know Fita is working with a theory like that, but they've done a good job of keeping it away from the public. Aha, jetzt haben wir wieder Punkte erhalten. Mal schauen, ob wir da was Neues haben. Senatsvollräte. Aha, das ist heute. Heute im Zentralpark. Ja, da werden wir dann hinschauen. Naja, grundsätzlich ist da jetzt nichts mehr zu machen. Wenn wir hier mal zurückgehen. Und mit der Gretchen unterhalten. Gretchen? Yes, Malachi? Ja, da kannst du eigentlich alles fragen. Is there anything urgent that needs my attention? Well, Congresswoman Smythe is anxious for an appraisal. She bought a present for her husband's 60th birthday, and she'd love to get your opinion on its history. It's behind the screen. Na, mal was trinken. Senator Markham. Do you know anything about Senator Markham? Not much. I've seen him on the news. Handsome man. And he seems especially bright. We could use a president like that. Ja, verabschieden. That's all for now. Very well. Jetzt müssen wir noch das Parlament suchen. That rifle looks interesting. It belongs to Congresswoman Smythe. She's a big fan of eclectic antiques and mysterious finds. She'd have me on retainer if she could afford me. She can't. Jetzt werden wir mal das Gewehr da analysieren. So, was haben wir da? Typ. Zylinderverschluss ist einmal nicht. Schon auch die Abbildung, ihr müsst immer auf die Abbildung da schauen. Jetzt könnte es allerdings interessant werden. Unterhebel Reptiergewehr
Benutzen einen Hebel in der Nähe des Auslösers, um Patronen zu laden und leere Hülsen auszuwerten. Wo könnt das müsst anschauen. Und das passt da zusammen. Ja. Es kann sein, dass da jetzt ein bisschen die goldene Farbe nicht ist, das da vorne auch anders ausschaut, aber das ist ausschlaggebend. Das da. Ja. Das ist ausschlaggebend und das ist so. So, was haben wir da? Das ist einmal nicht von Konrad Ulrich. Vom Hartford auch nicht. König von Spanien ist die auswählt. Auf was muss man jetzt achten? Auf den Jockey da. Das da, auf den Jockey da. Das passt da zusammen. Ja, die auswählt Modell 1876. Ja. Also da, das passt da halt zusammen. Oh, der Lauf. Der Lauf. Halb runter, halb achteckiger Lauf. Achteckiger Lauf. Was haben wir da noch? Achteckiger Lauf, auch nicht. Runterlauf. Also da gibt's nur das. Das ist jetzt ein bisschen eine Leitfangerei. Das täuscht ein bisschen mit dem da. Ja. Aber grundsätzlich müsst ihr das da beachten. Ja, das ist ein bisschen jetzt eine Leitfangerei. Ja, das ist das langgezogene da, das da, das Stangel da. Das da. Das ist ein bisschen irritierend, das da. Aber es ist der halbrunder, halbachtiger Lauf. Ja. Dann da. Was haben wir da? Da haben wir mal das Colt. Winchester, ja. 1800, circa 1909, auch nicht. Winchester, 1860. Warum 1860? Das ist ja auch ein bisschen da Leitfangerei. 1876 ist da. 1860 ist da. Also es kann eigentlich nur zwischen 1860 und 1876 liegen. Aber nein, das ist eh schon die Winchester. 1860 kann es eigentlich nur das sein. Ja. Haben wir alles richtig. Haben wir passt. Auftrag abgeschlossen. Man muss halt da bei den Sachen, bei den Analyse-Sachen nur schauen. Ja. Ja, falls nochmal auf, vielleicht nochmal hinklicken. Das ist anhand des Spieles leider. This is an interesting piece. Congresswoman Smythe will be delighted to hear the news. Ja. Nun werden wir noch einmal mit der Gretchen reden. Die soll uns die Telefonnummer geben von den Haverer. Gretchen? Yes, Malachi? Kongressabgeordnete Simte. I evaluated that rifle for the Congresswoman. Do you have her number? You want to call her personally? No. I intend to put it on Craigslist. How would you know about Craigslist anyway? Here it is. 555-3213. That's her personal line. Don't abuse it. Yes, I'm all about phone pranking. Thank you. About your new security guard. There's nothing to discuss. I just find it strange that you refused to let me hire anyone because you couldn't trust them, and then you suddenly bring home some random guy you met in Cairo. I have my reasons. That's what worries me. Gut, das hätten wir.
Jetzt werden wir da I'm mal, going out for a bit. All right, I'll be here. jetzt werden wir da mal hinausgehen. Den Zeitungsautomaten mal anschauen. Today's newspapers. I should pick one up. Gute Idee. The headline is about Douglas Carter. I wouldn't mind reading that article. I'll need a few quarters. Er braucht ein paar Münzen. Wahlplakat. There's a rally for Senator Markham today in Bethesda Square. Talk about luck. I'd really like to meet that man. Da mal was haben wir zum Markham-Wahlrede bei dem Spiel kennenlernen, ja. Heutige Zeitung kaufen, ja. I do need to call the Congresswoman with my report on the rifle, but I'd like to see what I can learn about Senator Markham on my own first. She may prove useful once I know what I'm looking for. Ja, die will ich noch nicht anrufen. Gut. Jetzt braucht er da ein paar Münzen. Ja, da werden wir sie in Rektors, also in Malicis Apartment begeben. Wieder die Billenfresser. The kitchen is clean and almost never used. I prefer it that way. Ja, benutzt sie nie. Scheiß mir an. Einige Putze. A card from my father. He sends one at Christmas as well. His second wife was never a fan of mine, so this is the extent of our communication. Irgendwie idyllisch. I really das don't Ganze. need to carry it with me. They were a gift from Gretchen. There's a message there, I think. I don't need the scissors, but I'll know where to find them if an urgent need to cut something arises. Naja. Naja. Oh, das müssen wir sie merken. Balkon würde nicht gehen. I get a touch of vertigo when I go out there. I prefer this side of the glass. Ja. Haben wir da Gebäude. Mr. Walker is here. He must be in the guest room. Ja, was immer da umschauen. Gehen wir da mal auf. Warte mal. Was haben wir da? Warte mal. Wir könnten ja mit David zusammen reden. Ob er noch lebt. Ob es mir gut geht. Mr. Walker, might I have a word with you in the kitchen? Be right there. Ja, reden wir mal. I trust everything is to your satisfaction. With the room, that is. Yes, sir. It's fine. You have an amazing apartment, if you don't mind my saying so. But I think it's interesting that a guy who makes his living in antiques has such modern furnishings. I find new things relaxing. Ah, Things with history. I'm always thinking about them. good to know. I have some people I need to meet. I'll be out most of today. Is there anything you want me to do in the meantime? Yes, stay here. I didn't have any other plans. What about tonight? Gretchen invited me for a drink at Cherries on Top. Did she? She did. Mr. Walker, there are approximately 2 million women in Manhattan. Must you really indulge with my only other employee? Don't worry, she's not my type. Sie ist nicht ihr Typ. Na gut.
Now that you've seen the apartment, any thoughts on security? Yes, sir. I talked to the bellman and the building manager. Nice guy, by the way. No one's to be buzzed up without clearing it with me. The manager ran me through their security system. They could use a few more cameras, especially on the roof, but overall it's pretty decent. Even so, I'd recommend installing sensors on the doors and windows. I can order them if you like. I see. Good work. I'll think about the sensors and let you know. That's all, Mr. Walker. Yes, sir. Ja, grundsätzlich den Befehl bekommen, dass niemand hier hinauf kann. Ja. Ja, ich würde sagen, hier machen wir mal kurze Pause. Gut, ciao.